Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, virale Schnitzel, der möglicherweise größte Schnitzelturm Deutschlands, der könnte heute auf uns warten. Viel Spaß, let's go! Und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, es ist Hochsommer, es gibt heute Schnitzel und wir sind deswegen in Altenstadt, Hessen, Nähe Frankfurt, denn ihr habt mich mal wieder markiert, ihr wolltet, dass ich hier hinkomme. Ich habe mir das Ganze angeschaut und habe Bock drauf. Es geht nämlich um Folgendes. Virale Schnitzeltürme und die mit Millionen von Aufrufen, Millionen von Klicks und von euch tausendfach markiert. Meine Lieben, wir gehen es an. Ich habe nämlich die Einladung bekommen, hier vielleicht den viralsten und damit auch größten Schnitzelturm Deutschlands zu bekommen. Und damit schauen wir uns das Ganze jetzt an, was das Schlemmer Restaurant hier zu bieten hat. Wir gehen rein. Let's go. Damit darf ich den lieben Yannick begrüßen. Genau, Yannick. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Und ich sag mal gleichzeitig für die Leute, vielen Dank für virale Schnitzeltürme. Ja, so muss das sein, oder? Ne? Ja. Also ich habe es den Leuten gerade schon erklärt. Wir sind darauf aufmerksam geworden, weil ihr auf Social Media, ich sag mal, wirklich einen viralen oder mehrere virale Hits, sei es TikTok oder Instagram, geschaffen habt. Und ich sag mal, das Schnitzel nicht in die Breite, sondern nicht in die Masse, sondern wirklich so in die Höhe geschafft habt. Genau, Ne? richtig. Was hast du mit den Schnitzeltürmen auf sich? Tatsächlich kam mein Vater damals da drauf. Ja. Wir haben Burger selbst gemacht und dann sagte er, ey, wie wär's denn mal mit so einem Schnitzel aus Burger, nur ohne Brötchen, ne? Sondern Okay. so aufeinander gestapelt, Ja. Bacon dazwischen, Zwiebel dazwischen. Wir haben das so einmal die Woche angeboten, 5, 6 Jahre her und seitdem läuft das. Seit wann gibt's euch jetzt? 15 Jahre, 16 Jahre sind wir hier drin. Ja, und du hast mir auch schon, glaube ich, erzählt, Familienbetrieb Genau, tatsächlich. Familienbetrieb, Ne? ja. Seinen Vater durfte ich schon kennenlernen. Richtig, Ich ja. fühle mich hier jetzt schon wohl, weil er ist derjenige, der gerade so ein bisschen im Hintergrund den Kochlöffel schon Genau, schwingt, richtig. Der ersetzt mich gerade so ein bisschen in der Küche. Oder beziehungsweise ziehen wir das zusammen durch schon seit Jahren und es läuft. Ne? Ja, und mittlerweile hast du mir erzählt, kommen die Leute schon auch von weiter her für Genau, die Schnitzeltürme. richtig. Ne? Schnitzeltürme, Cheesecake, den wirst du vielleicht nachher auch noch. Bisher gibt es immer am Ende. Genau. Aber ihr hört Social Media, man viral, es läuft auf jeden Fall. Und deswegen sind wir ja auch heute hier. Genau. Denn du hast, ich sag mal, nicht nur die 1, 2 Schnitzeltürme, die es gibt, sondern auch noch was für Ich uns habe noch, parat, ne? genau, ich habe noch ein bisschen mehr aufgetürmt, sagen wir es mal so. Was hast du parat für mich? Also, wir haben ja unsere viralen Schnitzeltürme. Ja. Und bei dir habe ich mir halt vorgestellt, wir können ein bisschen viraler werden, ne? Auch ein bisschen größer werden. Viraler wollte ich gerade sagen, Viraler. das heißt das schon Das wieder heißt, nur, ich sag ja, mal, wenn ich einen Turm nehme, größer, ne? Genau, richtig. Okay. Ja, größer, in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Ja. Mal gucken, wie schnell du es schaffst. Habt ihr schon mal, ich sag mal, ich kenn, also die normalen Türme, die kennt man ja, die habe ich vorhin noch den Leuten schon gezeigt. Genau, ja. Habt ihr schon mal überhaupt größer gemacht? Als überhaupt? Tatsächlich einmal wurde bestellt, ein Doppelter. Okay, ja, also geht Turm also. 1, Turm 2. Ja? Aufeinander? Er hat es nicht geschafft. Er hat aber die Hälfte mitgenommen und fand es absolut geil. Aber es wurde schon mal Es als wurde- zwei Türme aufeinander. 2 Türme wurde schon. Dann bin ich mal gespannt, was du für mich parat hast. ich Ich glaub- befürchte schon fast, dass es mindestens ein zweifacher Turm wird. Wir werden ein bisschen höher. Ja. Okay, meine Lieben. Also dann würde ich sagen, sind wir mal gespannt. Und alles Weitere schauen wir gleich mal, oder? Richtig. Ja, mal schauen. Alter Falter. Einmal die Jägersoße, unsere Paprika Rahm und unsere Crie-Sauce, die Frankfurter bzw. aus dem Raum Hessen werden es Dankeschön. Mein Lieber, Janik, So, was haben Ich wir? habe dir einen kleinen Turm gebastelt. Ich sehe schon einen kleinen. Genau, einen ganz, ganz kleinen. Was Wir hast fangen du? mal oben an mit dem Schweinefilet. Ist beim klassischen Turm jetzt eigentlich nicht dabei. Bei dir habe ich mir gedacht, ich bastel mal ein bisschen was dazwischen. Ja. Ja, das heißt, wir haben den Turm 2 oben als erstes. Schafskäse, Tomaten, Zwiebeln, 4 Schnitzel. Dann fangen wir unten weiter an. Das ist unser klassischer Turm mit Bacon, Käse, Zwiebeln. Ja. Und unten habe ich hier nochmal einen Freestyle-Turm gemacht, beziehungsweise ist hier noch ein kleines Steak Ach, das heißt, das dazwischen. sind 2 Türme. Genau, das sind 2 Türme. Erstmal bis hierhin, wo du das Steak siehst. Und nach unten hin habe ich dir nochmal einen kleinen Turm für dich gebastelt. Sind Okay. 2 Eier dazwischen, bisschen Zwiebeln, ein bisschen Bacon. Und ganz unten haben wir nochmal ein 300 Gramm Steak. Also ist das quasi, weil ich habe das gerade mal während der Wartezeit auf eure Speisekarte geguckt, einmal einen Turm, den ihr sowieso habt, Genau, das ist... einen zweiten, dieser mit Käse und Bacon und sowas Richtig, alles. genau. Und der dritte ist Freestyle, sagst du Der mit dritte Spiegelei. ist Freestyle, weil 2 wären ja ein bisschen langweilig gewesen. Und Beilagen? Beilagen haben wir einmal unsere Speckbohnen, wir haben unsere Bratkartoffeln und einmal Spätzle. Soßen haben wir Paprikarahmsoße, unsere Crie-Sauce und einmal Jägersoße. Bei jeder Schnitzelturm eine Beilage, eine Soße. Richtig, eine Also willst du Beilage, mir noch eine zusätzlich Soße. fertig machen? Du musst es schaffen, ja. 51 Minuten, 51 Minuten? 17 Euro pro Turm, 51 Minuten. Sind 17 mal 3, 51? Ja. Okay, ich vertraue dir. Bist du sicher? Hättest du mir die Mehrzeit geben können? Nee, 51 sollten reichen. Okay. Aber ich nehme die Challenge an. Kostenloses Essen für die Ewigkeit? Kostenlos Essen für die Ewigkeit. Okay, mein Bester. Ja? I trust you.
Guten Appetit. Dankeschön. Hau rein. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unseren XXL Schnitzelturm, der viralste Schnitzelturm in ganz Deutschland. Wir gehen rein, kostenloses Essen für die Ewigkeit winkt, 51 Minuten haben wir Zeit. Let's go. Ich überlege gerade, wie wir reingehen. Sollen wir erstmal eine Soße machen? Sollen wir erstmal trocken reingehen? Ich weiß es nicht. Können wir das Schnitzel so rausholen? Oder müssen wir das Messer schon nehmen? Oh, wir haben ein Schweinefilet hier oben. Oh, wir brauchen das Schweinemesser gar nicht. Oh, es dampft, meine Lieben. Es ist am Dampfen. Wir gehen rein ins Schweinefilet. Ich finde es ja schon wieder faszinierend, wenn wir Essen haben, was man so abmachen kann. Boah. Boah. Kein Scheiß, Leute. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir mal einen Stream, eine Challenge mit Schweinefilet hatten. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Das ist, glaube ich, eine Premiere. Geil. Pfefferrahmsoße, beziehungsweise Pfeffer, Champignon. Geil. Ich glaube, die altbekannte, heute sagt man es ja nicht mehr, Zigeunersoße in Anführungsstrichen. Paprika-Rahmen. Wow, oh, die ist geil. Ich glaube, wir werden gleich dreckig und machen mal die Soßen über den Schnitzeltower. Boah, Schweinefilet ist sehr, sehr lecker. Schaut mal, wie zart das ist. Schaut einfach mal an, wie zart das ist. Ich brauche es noch nicht mal schneiden vom Filet. Boah, sehr geil. Ich glaube, hat er gesagt, ist es dieses Brie, ne? Boah. Schon wieder eine Challenge nach unserem Geschmack, meine Lieben. Oh, dieses Brie jetzt schmeckt sehr lecker. Das geht so in diese Richtung Kräuter, frische Mischung. Und dadurch, dass wir es heute so heiß haben, Grill-Barbecue-Wetter, ist das natürlich gerade so ein richtig geiles Erlebnis, ne? Oh, geil. Ja, geil. Jetzt nehmen wir uns mal unser erstes Schnitzel. Boah, es ist heiß. Das ist schon mal der Vorteil, auf jeden Fall. Das ist, boah, schaut mal, wie es am Dampfen ist. Man kann es kaum anpacken. Das ist quasi unser erster Schnitzeltower. Ah, okay. Auf jeden Fall Schweineschnitzel. Ich würde sagen, auch hier dippen wir mal kurz Pilzrahmsoße. Paprika-Rahmen. Brie. Ich glaube, die Paprika-Rahmen und die Champignonsauce ist mein Favorite. Wenn ich die jetzt über die Schnitzel machen würde, was wir jetzt gleich, glaube ich, machen. Und ich glaube, zum Dippen ist tatsächlich dieser Brie, wie er eigentlich auch schon sagt, deswegen ist er auch dickflüssiger. Boah, dann Spätzle. Speckbohnen. Oh, die sind geil. Boah, die sind richtig deftig und haben natürlich durch Kidneybohnen, durch den Speck, durch Brechbohnen an sich, boah, und noch eine geile Würzsoße, die mit dabei ist, angebratene Butter. Krassen Geschmack. Ich glaube, das passt zum Steak. Und Bratkartoffeln. Ich glaube, mächtiger, deftiger und ich sag mal eine geile deutsche Hausmannskost. Besser geht's nicht. Außer eine Sache, und damit gehen wir rein, auch offiziell in die Challenge, ist tatsächlich das hier. Eieieiei. Ich glaube, davon geht nicht genug, oder meine Lieben? Die Champignons sind da und so sind sie nämlich auch viral gegangen. Meine Lieben, ich würde sagen, wir greifen uns das nächste Schnitzel und gehen so richtig rein. Also meine Lieben, wir haben jetzt quasi die 40 Minuten schon unterschritten. Ich wollte mit euch mal hier zusammen das Messer rausholen, denn mir ist gerade eins aufgefallen, was ich gesehen habe und ihr vielleicht noch nicht. Es ist signiert. Zum einen Schmäggelasse, das Schlemmer-Restaurant, und, das konnte ich gerade sehen, Big M. Wenn ihr euch erinnern könnt, die All-You-Can-Eat-Steak-Challenge, da haben wir jetzt schon quasi unser Steakmesser bekommen und jetzt tatsächlich unser Schnitzelmesser. Wie geil ist das denn? Was mir auch aufgefallen ist, und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, die haben das quasi bei diesen Schnitzeltürmen so, dass wenn man jedes Schnitzel abnimmt, sich darunter immer eine Schicht von diversen, ich sag mal Beilagen, nicht Beilagen, aber Belegen befindet,
Hier haben wir jetzt, wie ihr seht, Käse. Davor hatte ich Schmorzwiebeln auf dem anderen Stück Stück Schnitzel. Und davor waren es Tomaten. Also das scheint dieser Schnitzelturm viral zu sein, dass man auch zwischen den Schnitzeln 4 Stück immer noch verschiedene, ich sag mal, Sachen hat. Und deswegen glaube ich Schnitzelturm 1 mit Käse, mit Zwiebeln, mit Bacon. Das hatten wir ja natürlich auch schon, beziehungsweise nee, der kommt gleich. Jetzt gerade hatten wir die Variante mit dem Käse und mit den Tomaten. Ich glaube, wir kommen gleich auf das Geilere, da kommt nämlich noch der Bacon dazu. Was ich auch geil finde, und ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, das habe ich gerade im Livestream schon gefragt, was wäre euer Favorite an Soßen und vor allem Favorite an Beilagen? Also wir haben jetzt die 3 Beilagen bei 3 verschiedenen Menüs, ne, für 17 €. Bratkartoffeln, Speckbohnen, Spätzle oder klassisch die Pommes. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Mir schmecken gerade die Speckbohnen mit den Spätzle geil dazu, wobei natürlich die Bratkartoffeln niemals bei Schnitzel fehlen dürfen. Und ich habe gesagt, geschmacklich, muss ich ehrlicherweise sagen, ist die Paprikasoße hier, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich immer Champignons feiere, geschmacklich aber, boah, die beste. Also man schmeckt, dass es hausgemacht ist. Von der Frische her habe ich selten so eine geile Paprikasauce geschmeckt. Muss ich wirklich dabei sagen, ich bin immer der Champignon-Rahmen-Fan. Aber hier, ich werde es nochmal jetzt versuchen. Schmeckt geil. Ich bleibe einfach auch ein Fan von, aber es ist die Paprika. Also, bin ich auf eure Meinung gespannt. Wir machen weiter. Das Big M-Messer verstecken wir mal, wo wir uns nicht verletzen. Eine oder andere Bratkartoffel. Oh, hier liegt ja auch noch Champignon. Und weiter geht's. Also meine Lieben, ihr seht's, die 30 Minuten knacken wir und viele von euch haben den Ketchup Zero aus den letzten Videos gefeiert, den ich immer in meinem Grillgemüse oder allgemein zu Hause mal habe. Ich hatte tatsächlich noch eine Flasche dabei, als wir unterwegs waren und da dachte ich mir, Ketchup passt immer überall drauf, auch auf dem Schnitzel. Ihr wollt es sehen, ich probiere es für euch. Also, ich sag mal so, es ist jetzt nicht vergleichbar mit den hausgemachten Soßen hier, aber wer zu Hause nichts anderes über hat, mit Ketchup die Schnitzel gehen auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren nächsten Schnitzeltower soweit durch. Damit haben wir 2 Schnitzeltower geschafft. Das war der Schnitzeltower Nummer 2, der definitiv hier mit Bacon und Schmorzwiebeln war. Und die Schmorzwiebeln haben mir so geil geschmeckt, dass ich mir immer das Beste noch so ein bisschen zum Schluss bewahre. Habe noch ein paar Schmorzwiebeln hier übrig gelassen, die ich jetzt hier und da gleich vielleicht noch mit einem Stückchen Steak probieren möchte. Oder natürlich auch noch mal geil, obwohl wir da auch genug Zwiebeln haben, natürlich auch zu den Bratkartoffeln passen, ne? Geil. Wir kommen zu unserem ersten Rumsteak, sous vide gegart. Auch das können wir mal zusammen aufmachen. Probieren das Ganze mal. Also da muss man sagen, das Steak ist leider ein bisschen durchgebraten. Ich hätte es eher gerne Medium, Medium Rare. Ich weiß nicht, wie ihr gerne eure Steaks isst. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber es ist schon sehr durch. Ein leicht rosa Touch noch, aber für mich schon ein bisschen zu zäh. Schade, aber kann natürlich auch sein, weil es jetzt schon 20 Minuten liegt und dadurch natürlich ein bisschen durchgegart ist. Deswegen bestelle ich immer gerne eine Garstufe, gerade wenn man was länger isst, immer daran denken, eine Garstufe vielleicht niedriger, also Medium Rare, damit es dann Medium ist, auch wenn man länger isst. Aber es ist noch richtig schön heiß, ne? Das ist der Vorteil an diesem Tower und ich glaube, deswegen ist diese Idee, die hier auch haben mit dem Tower, gar nicht so verkehrt als so ein größeres, breiteres Schnitzel, denn dadurch, dass es umgestapelt ist, bleibt es länger warm. Jetzt, worauf ich gewartet habe, Steak mit Schmorzwiebeln. Geil. Das ist es. Auch beim Steak können wir uns, glaube ich, mal Pfefferrahmsoße mit dazu gönnen. Beziehungsweise Champignon. Ja, ist ja mal gerade, weil es jetzt hier so ein bisschen mehr durch ist, schmeckt es natürlich dadurch ein bisschen saftiger. Paprika? Nee. Oh, interessant. Beim Steak sage ich euch safe, entweder Salz, Pfeffer oder wie jetzt hier die Champignonsauce, die ist es. Paprika passt besser zu dem Schnitzel. Auf jeden Fall, wenn ihr das macht, probiert es da. Oder mit der Frankfurter Soße, die mit dem Brie, sage ich mal. Und zu dem Steak definitiv die Champignon. Habe ich jetzt gerade gemerkt, schmeckt besser. Und damit gehen wir in unseren, sage ich mal, Freestyle-Schnitzeltower. Der 4. Tower, beziehungsweise der 3. Schnitzeltower steht an. Meine Lieben, ihr seht's, da wartet auch schon wieder der Speck auf uns. Und damit Tower Nummer 3 von 3, wobei wir auch noch Steak en masse haben. Und Spiegeleier und Beilagen. Und das sind nur noch 25 Minuten. Meine Lieben, 21 Minuten noch on the clock und damit nähern wir uns schon langsam der unter 20 Minuten Marke. Wir kommen zum
zweiten oder zur Hälfte von dem dritten Schnitzel. Und ihr seht, ich werde immer langsamer und die Zeit immer schneller, das Gefühl. Boah, schaut mal, wie heiß es ist. Das ist das, wo immer viele fragen, ist das nicht kalt? Nein, es ist am Dampf. Ich kann es kaum anfassen, weil es so heiß ist. Der Vorteil an dem Essen, wenn es hier gestapelt ist, geil. Was ich auch liebe, und das wird aber jetzt nochmal richtig knallen, Schnitzel, Spiegelei und Bacon. Also ihr könnt ja gerne mal schreiben, was wäre eure Lieblingskombi jetzt hier bei dem Schnitzel? Jetzt quasi Schnitzelturm 1 oder 2, seht ihr auch auf der Speisekarte oder wie ich es gerade schon erklärt habe. Oder jetzt so eine Freestyle-Variante, wie jetzt hier so, ich sag mal mit Bacon und Spiegelei. Das könnte auch so ein typisches, ich weiß nicht, Englisch oder American Breakfast sein. Probieren das mal. Boah, das scheppert. Oh ja. Boah. Ich glaube, da könnte jetzt, weil es auch so heiß ist, mit dem Rührei dieser Brie auch ganz geil schmecken. Oh ja. Boah. Bei mir dreht gerade alles durch vom Geschmack her. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen mal Brie, machen mal ein bisschen von der Paprika und ein bisschen von der Pilzrahmsoße auf ein Stück. Und da bin ich mal gespannt, wie so eine Dreier-Kombination schmeckt. Probieren wir die Dreier Big M-Variante. Man merkt, am meisten Geschmack kommt durch bei dem Brie und bei der Rahmsoße mit den Champignons. Daran merkt man jetzt wirklich, wie mild und trotzdem gut und frisch die Paprikasauce ist. Hat am wenigsten jetzt durchgestochen, hat mir aber persönlich vom Geschmack her trotzdem am besten geschmeckt. Meine Lieben, auf geht's. Ich sag mal unter die 20 Minuten jetzt und noch einem Steak, ein Rührei, ein Schnitzel und Beilagen. Und das sind keine 28 Minuten mehr. Also meine Lieben, damit kommen wir so zu unseren letzten Stücken, wo wir auch noch knapp 10 Minuten etwas mehr Zeit haben. Und ich muss sagen, das Steak jetzt, was wir zu Schluss hatten, ist tatsächlich noch ein bisschen besser gewesen. Jetzt ein bisschen rosa gebraten und das, obwohl es jetzt auch schon 40 Minuten liegt. Also wahrscheinlich ist es wirklich einfach daran, dass es einfach so lange lag und noch ein bisschen durchgegart ist. Ich meine, normalerweise soll es ja nur ein paar Minuten ruhen, so hat es jetzt knappe 40 Minuten geruht. Geschmacklich habe ich mir am Ende noch einen Spiegelei übergelassen, Schmorzwiebeln und noch die eine oder andere Brechbohne mit natürlich Soße. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, wisst ihr was? Wir gehen jetzt zum Schluss in die letzten Stücke rein, werden nochmal so richtig wild, holen uns doch mal so die letzten Champignons mit raus. Denn die, wie gesagt, sind bei mir jetzt mit dem Steak nochmal der Favorite gewesen, mit unserem schönen Big M-Messer. Letztes Stück. Letzte Beilage, noch einmal die Brie-Soße mit. Halleluja, ist das gerade eine Geschmacksexplosion. Und damit haben wir mit etwas noch knapp 9 Minuten Restzeit, also etwas 40 Minuten gebraucht, für die virale Schlemmer Restaurant Deluxe XXL Turm Challenge und haben das Ganze auch geschafft, hier im Triple-Form plus noch das ein oder andere Steak oder Fleischcut, was mit dazu kommt, zu schaffen und damit uns tatsächlich kostenloses Essen für die Ewigkeit gesichert. Und meine Lieben, wenn ich mich hier entscheiden müsste, rein in den Schnitzelturm mit Zwiebel, Bacon und vielleicht noch ein Spiegelei oben drauf. Halleluja, war das geil. Dazu auf jeden Fall eine schöne, ich sag mal, Paprikasoße oder wie jetzt hier auch die Frankfurter. Muss man wahrscheinlich hier mal probieren, weil ich kannte sie vorher nicht. Viele von euch vielleicht schon. Aber diese Frankfurter mit ein bisschen Brie, die ist wirklich so als Dip, was ich nehmen würde. Vielleicht mit den Beilagen top. Ansonsten zum Steak mein Favorite Champignonrahmen, zu den Schnitzel, die Paprika. Besser geht's nicht, außer eins mit einem süßen runden Abschluss. Das Ganze gebürtig zu feiern. Und ich habe gehört, auch das soll hausgemacht sein, ein geiler Cheesecake. So, wir haben hier einmal Wow! mein Cheesecake Mit Lotus? mit Lotus. Oh, mein Lieber, du weißt, was schmeckt. Also das ist vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal gebacken. Mein eigenes Rezept. Dein eigenes Rezept? Mein eigenes Wow, Rezept. okay. Über 1000 Kuchen bestimmt schon. Und wir verkaufen auch echt gut davon. Also das ist wirklich mein Werk. Ja? Meine Mutter wäre jetzt schon dein größter Verehrer. Siehst du? Weil die ist Cheesecake-Fan, Ist Cheesecake-Fan? Lotus-Fan, wie das aussieht. Das Mama, ist- falls im Stream zuschauen, liebe Grüße gehen raus. Für die wäre das genau was. Richtig. Ich wollte noch fragen, was der Schnitzelturm einer, wir hatten ja 3 Stück, Genau. kostet 17 Euro. 17 Das heißt, wir waren ja schon mal mindestens bei 51. Was hat der Schnitzelturm, den wir jetzt hier hatten, ich sag mal, gekostet? Nur der Turm an sich. Also alles, was ich quasi das gerade waren hatte. 125 Euro. 125 Euro. 125 Euro, so wie es halt war, mit Beilagen, mit den Soßen. Mit den Soßen, Also mit die den Steaks, Soßen sind ja Salat, sowieso okay. dabei. Ja. Aber die Speckbohnen waren jetzt extra beim Steak. Ja. Steak ist bei uns Einzelpreis. Turm ist immer Gesamtpreis. Ja? Okay. Salat haben wir uns gespart. Wir haben gemerkt, die Leute, wenn die den Turm bestellen, Ja. auch die Beilagen. Ja. Also die Leute essen den Turm. Ja, Die fixieren sich, genau. Das ist auch, ne? Und wenn einer zu wenig Pommes hat, sagt er, bring noch mal ein paar, dann bring ich ein paar. Ja. Man braucht ja auch ein bisschen für den Turm. Sehr geil, ich danke dir. Die Lotussoße noch warm. Essen jetzt. Der ist Okay, dann probiere ich mal. Probieren wir den Cheesecake.
Geht man erst nach vorne, in die Spitze oder in die Seite? Und nach Ich finde hier vorne. vorne direkt? Cremig nehmen. Ja, okay, hast recht. Also wir hören auf den Chefkoch. Rein in den Cheesecake mit Lotus. Boah. Oh, ist das schön. Dankeschön. Geil. Also das ist wirklich, Also das ist wirklich die letzten 3 Jahre, jeden Abend Wow. gebacken. Ein toller Boden, Biskuitbohnen. Nee, tatsächlich nicht. Also ist auch alles gut, sind Kekse, ja, Vollkornkekse. Tatsächlich kann das sein, auch nochmal mit Spekulatius on top. Bisschen. Ja, ne? Weil es Ist hat so ein bisschen Zimt ist mit drin. Ja, dann hast du mich nämlich schon mal viele ganz Leute sauber. sagen dann im Sommer, oh Zimt, ja, aber probier im Gesamten. Nein. Passt, ja, stimmig. Ich wollte gerade auch sagen, klar, ist natürlich an Weihnachten nochmal ein anderes Feeling. Ja, dann machst du noch ein aber bisschen dadurch, mehr dass der rein, aber Cheesecake so kalt, ich sag mal, so erfrischend ist, wir haben jetzt 30 Grad, Genau. meine Lieben, schmeckt das schon geil. Aber wirklich sehr toller Cheesecake. Sehr schön. Halleluja. Also meine Lieben, damit seht ihr das, Stempelnummer und wir haben es gerade schon fast gesagt, 52 ist es geworden. Ich sag mal, 51 wäre jetzt krasser Zufall gewesen. Hätte gepasst, ja, Ja. richtig. Und dir danke ich nochmal wirklich für ein tolles Essen, für eine tolle, herausragende Challenge und umso mehr nochmal jetzt hier auch für so einen tollen Cheesecake, der wirklich, ja, ich sag mal, alle Ehren wert ist. Tolles Rezept, Dankeschön. tolles Essen. Meine Lieben, kommt gerne hier vorbei, versucht einen Schnitzelturm oder vielleicht auch 2 oder 3. Ich danke dir Ja, gerne. und wir bestellen lieben Grüße. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao, ciao. Schöne Pfingsten noch.